Ja, das hier ist der absolute Kriminalitätsschwerpunkt und eben auch einer der Verkehrsknotenpunkte Berlins, das Kottbusser Tor. Und hier hört man noch das Röcheln und Knattern, quasi der Todeskampf des Verbrennungsmotors. Heute entlarven wir die Mythen um Verbrenner und zeigen, warum Elektroautos nicht nur die Zukunft sind, sondern jetzt schon die bessere Wahl. Ihr denkt, Verbrenner seien sicherer, effizienter, günstiger? Falsch, falsch und nochmals falsch. Am Ende dieses Videos werdet ihr euch fragen, warum zum Teufel wir diese drollenden Dinosaurier überhaupt noch auf unseren Straßen dulden. Klickt sofort mit E, abonniert den Kanal, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Ja, herzlich willkommen und vergesst nicht einen Daumen hoch für dieses Video. Kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, Elektroautos wären der Standard und jemand käme auf die glorreiche Idee, Verbrennungsmotoren einzuführen. Wie würde das Gespräch mit der Zulassungsbehörde wohl ablaufen? Also, Sie wollen ein Fahrzeug auf den Markt bringen, das giftige Gase direkt in unsere Atemluft pustet, jederzeit explodieren kann, einen Haufen beweglicher Teile hat, die ständig kaputt gehen und obendrein 75% der Energie einfach zum Fenster rausheizt? Haben Sie noch alle Latten am Zaun? Klingt absurd. Tja, willkommen in der Realität des Verbrennungsmotors. Schauen wir uns mal die Sicherheit an. Nehmen wir mal einen SUV, sieht sicher aus oder Pustekuchen. Diese Kisten sind rollende Särge quasi im Vergleich zu Elektroautos. Warum? Der Schwerpunkt. E-Autos haben ihre schwersten Teile, die Batterien, unten im Boden. Das macht sie so stabil, dass selbst Crashtester sich die Zähne dran ausbeißen. Versucht mal ein Elektroauto zum Überschlagen zu bringen. Viel Glück dabei. Das wird schwierig. Verbrenner dagegen, die kippen schneller um als ein besoffener Matrose auf hoher See. Erinnert ihr euch an den Elchtest-Skandal der Mercedes A-Klasse? Peinlich, peinlich. Und wenn es dann kracht, habt ihr vorne einen schönen heißen Motorblock, der euch entgegenkommt. Der stattet euch nämlich bei einem Frontalcrash einen Besuch in der Fahrgastzelle ab. Bei einem Elektroauto gibt es da vorne dagegen keine heißen Teile oder da ist sogar gar nichts außer einem Trunk, einem Kofferraum. Apropos heiß, kommen wir zu den Bränden. Ja, auch E-Autos können tatsächlich brennen, aber sie tun es verdammt selten. Über 60 Mal seltener als Verbrenner, um genau zu sein. Aber klar, wenn mal ein Elektroauto kokelt, ist das natürlich gleich in allen Medien ein brennender Verbrenner. Pah, wen interessiert's, ist ja nur Dienstag. Und weil ich immer wieder feststellen muss, dass Verbrennerliebhaber Google nicht benutzen können, die Quelle dazu ist in der Videobeschreibung. Wartung, auch ein heißes Thema. Oh boy, da wird's richtig lustig. Seht ihr den Typen da an der Ampel, der gerade verzweifelt auf sein Armaturenbrett starrt? Wette, sein Display leuchtet gerade wie ein Weihnachtsbaum. Motorkontrollleuchte, Ölleuchte, Kühlleuchte, Ölwechsel, Zündkerzen, Kettenwechsel. Die Liste der Dinge, die einem beim Verbrenner kaputt gehen können, ist länger als der Einkaufszettel meiner Großmutter. E-Auto, kein Öl, keine Zündkerzen. Die haben übrigens Kobalt bei dem Verbrenner, nicht vergessen, kein Krempel. Ein Verbrennungsmotor hat so 1000 Teile, die kaputt gehen können. Geht mal auf www.motorschadenvergleich.de. Da wird einem ganz übel. Beliebt bei BMW zum Beispiel die Steuerungskette, bis zu knapp 3000 Euro kostet der Spaß. Beim Elektroauto, ein Elektromotor hat zwei bewegliche Teile, wo Metall auf Metall liegt, die beiden Kugellager, und die halten tatsächlich ewig. Getriebe, beim Elektroauto maximal simpel ein Gang, halten im wahrsten Sinne des Wortes ewig und 3 Tage. Auch die Bremsen, weil Elektroautos mit dem Motor bremsen und dabei noch Strom zurückgewinnen. Rekuperation, da halten die Bremsbeläge und Scheiben dann schon mal 300.000 Kilometer und man spart im Laufe eines Autolebens tausende Euros. Aber, und wir sind immer noch absolut offen und ehrlich hier, jetzt kommt der Nachteil. Der eine, Reparaturen sind tatsächlich noch teurer, weil Werkstätten ihre Schulungen und neue Ausrüstung refinanzieren müssen. Aber auch das wird sich geben. Hans-Jörg von Gemmingen hat mit seinem Tesla Model S über 2 Millionen Kilometer abgerissen. 2 Millionen Kilometer, 50 Mal um die Erde. Seine Wartungskosten übersichtliche 1.300 Euro pro 100.000 Kilometer. Und das waren vor allem die Reifen. Ein vergleichbarer Verbrenner, der hätte in der Zeit schon mal mindestens 5-mal das Zeitliche gesegnet und seinen Besitzer arm gemacht. Effizienz. Verbrenner sind so effizient wie ein Sieb als Regenschirm. Im Schnitt 75% der Energie verpuffen als Wärme. E-Autos dagegen, die setzen bis zu 90% der Energie in Bewegung um. Also mehr als 3-mal so viel. Und dann die Abgase. Meine Güte, die Dinger sind wie Raucher in einem Kindergarten. Sie pusten ihren Dreck genau dahin, wo wir atmen müssen. Stickoxide, Feinstaub, lecker.
E-Autos null Emissionen beim Fahren. Klar, Stromerzeugung wird auch noch mit Kohle produziert, aber Kohlekraftwerke sind tatsächlich effizienter als Verbrennungsmotoren und sie entgiften die Abgase besser. Jetzt höre ich schon die Stimmen, aber die Batterieproduktion, da muss ich mal leise lachen. Der sogenannte CO2-Rucksack ist aktuell nach maximal, also absolut maximal 50.000 Kilometern abgefahren und er wird immer kleiner, ja auch weil es in China immer mehr Ökostrom gibt. Der Volkswagen ID.3 hat gar keinen. Ach ja, der leidige Wasserverbrauch der Batterieproduktion. Tatsächlich kenne ich keine Elektroautobatterie, die Lithium aus Südamerika verwendet. Das meiste Lithium wird in Australien abgebaut, ohne nennenswerten Wasserverbrauch. Und was ist mit den Kosten? Absolut. E-Autos sind in der Anschaffung noch teurer, aber schon mal die Gesamtkosten über die Lebensdauer gerechnet? Weniger Wartung, günstigere Energie, längere Haltbarkeit. Am Ende lachen E-Autofahrerinnen und Fahrer ganz ohne Abgase, aber dafür mit mehr Geld in der Tasche. Genau deshalb steigen die Elektroautoverkäufe wieder, vor allem von Firmen, weil die rechnen können. Wie ist also die Lage? Kalifornien, immerhin die 5. größte Volkswirtschaft der Welt, wenn es ein eigenes Land wäre, verbietet ab 2035 den Verkauf von Verbrennern. Die EU zieht nach. Der Rest der Welt wird folgen. Tick-Tack, die Uhr tickt für den Verbrenner. Und was bedeutet das? Eine richtig gute Revolution. Städte, in denen man die Luft atmen kann, ohne Atemmaske, wo das lauteste Geräusch das Surren eines E-Motors ist, wo wir nicht mehr an Tankstellen Schlange stehen, sondern unser Auto einfach über Nacht aufladen. Klingt utopisch? Nö, das ist die Zukunft und sie kommt schneller, als ihr Verbrenner sind Schrott sagen könnt. Das hier in meiner Toreinfahrt sind übrigens Schienen, damit die Pferdekutschen nicht an der Wand entlang schrammen. So vor 100 Jahren hatten sie noch einen Sinn. Und so wird es auch mit Verbrennern und Tankstellen ergehen. Zwangsläufig. In ein paar Jahren werden sie so selten sein wie Pferdekutschen. Und wir werden uns fragen, verdammt, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Der Wechsel zur E-Mobilität ist kein gemütlicher Spaziergang. Es ist ein Sprung in die Zukunft. Ein Sprung, den wir machen müssen, wenn wir nicht als die Generation in die Geschichte eingehen wollen, die sehenden Auges den Planeten vor die Wand gefahren hat. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Zukunft ist elektrisch, ob es den Öllobbyisten passt oder nicht. Jedes E-Auto auf der Straße ist ein Mittelfinger an die alte, schmutzige Technologie und ein Schritt in Richtung einer Welt, in der wir vielleicht, nur vielleicht, nicht komplett am Arsch sind. Und klar, E-Mobilität ist nicht perfekt, vor allem, dass so viele hier mit so einer Karre alleine unterwegs sind. Wir müssen generell weniger fahren, mehr Rad fahren, mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Aber für die Fälle, in denen wir ein Auto brauchen, da ist das E-Auto dem Verbrenner so überlegen wie das Smartphone der Kommunikation mit Rauchzeichen. In diesem Video habe ich mir übrigens mal die Energiekosten vorgenommen und Verbrenner und Elektroautos verglichen. Ziemlich spannend, also anklicken, anschauen und diesen Kanal hier, Klicksum mit abonnieren. Bis dann, bleibt dran.